Unberührte Schweizer Natur. Vermeintlich. Es gibt kaum mehr eine Boden- oder Wasserprobe, die nicht Spuren von Plastik enthält. Wenn er mikroskopisch klein ist, spricht man von Mikroplastik. Woher dieses Plastik stammt und wo es sich überall ablagert, das ist erst in Ansätzen erforscht. Trotzdem wird schon einiges unternommen, um die Plastikflut zu mildern. Zum Beispiel bei der Migros. Sie will nach den Kosmetikprodukten nun auch Wasch- und Reinigungsmittel ohne Mikroplastik herstellen. Nächsten März soll das erste mikroplastikfreie Produkt angeboten werden, heißt es bei der Mikrotochter Mibel. Wir entfernen jetzt Mikroplastik aus dem Produkt, denn die neuesten Forschungsergebnisse zeigen jetzt zuverlässige Ergebnisse, wie umweltschädlich Mikroplastik ist. Wir gehen die Aufgabe sofort an, da es nun auch technische Lösungen für den Ersatz von Mikroplastik in unseren Produkten gibt. Als Alternative zum Plastik setzt Mibel unter anderem auf Kügelchen aus Zellulose oder auf geraspelte Zitronenschale. Doch beim Waschen kommt noch eine weitere Quelle von Mikroplastik hinzu: Kleider aus synthetischen Fasern. Bei der Forschungsstelle EMPA läuft derzeit eine Untersuchung zum Plastik in der Umwelt. Beim Waschen lande der größte Teil der Kunststoffe nicht in der Natur, wie Umweltwissenschaftler Bernd Nowak erklärt. Der Plastik, der gelangt das erste Mal mit dem Abwasser in die Kläranlage. Und Kläranlagen, die sind gebaut, um Partikelteile zum Wasser rauszuholen. Und das machen sie auch sehr effizient. Auch Mikroplastik wird zum allergrößten Teil aus dem Wasser entfernt. Das heißt, dort gelangt relativ wenig in die Umwelt, vor allem weil in der Schweiz der Klärschlamm auch verbrannt wird und dann der Plastik entfernt wird. Kaum in der Kläranlage landet hingegen Mikroplastik von Autoreifen. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie in Deutschland stammt über 30% des Mikroplastiks von Pneus. Hier sind jetzt die Hersteller gefordert. Ganz prinzipiell ist physikalisch ein gewisses Ausmaß am Abrieb unvermeidlich. Daher entwickeln und forschen wir kontinuierlich bessere Reifenmischungen zu erhalten, die eine geringere Abriebrate haben und damit den Umwelteintrag minimieren. Dazu gehören auch Abriebtests im Labor. Gleichzeitig beteiligt sich Continental an einem Forschungsprojekt mit Straßenreinigungs- und Abwasserfirmen, um den Weg des Plastiks in die Umwelt zu ergründen. Littering, also achtlos weggeworfener Abfall, ist eine weitere Ursache dafür, dass Kunststoffe in der Natur landen. Ganz vorne dabei sind Zigarettenstummel, wie eine Erhebung an Schweizer Uferzonen dieses Jahr zeigte. Die Tabakindustrie nimmt hier die eigenen Kunden in die Pflicht. Weil ja der Konsum an sich nicht Umweltverschmutzung, also durch Mikroplastik verursacht, sondern es ist wirklich eigentlich das unfachgerechte Entsorgen vom Produkt, das zu dieser Problematik führt. Und da ist der Ansatz wirklich eine Eigenverantwortung der Raucher. Da appellieren wir daran. Aber nicht nur die Raucher stehen in der Verantwortung. Denn Littering ist in der Schweiz, das zeigen die Zwischenresultate der EMPA-Untersuchung, die wichtigste Quelle für Plastik in der Umwelt. Das ist hier bei uns in der Schweiz, ist das, wie unsere Modellrechnungen zeigen, ist Littering. Eines der wichtigsten Mechanismen, wie das in die Umwelt gelangt. Mensch und Plastik. Erst seit 70 Jahren pflegen sie eine ganz innige Beziehung. Die riskanten Aspekte jedoch machen sich erst allmählich bemerkbar.